das Schreckgespenst, die Inflation ist zurück. Was jetzt tun? Wir sehen uns heute 10 Möglichkeiten an Geldanlagen, wie du dein Geld retten und vor Inflation sichern kannst. Und damit hat übrigens, und deswegen hochspannend, wenn wir das am Schluss vom heutigen Video anschauen, Reinhard hat im letzten Jahr 2020 über 60% Rendite mit unseren Geldanlagen gemacht. Also, das mal nur so nebenbei. Deswegen sicherlich heute wieder ein spannendes Video, was wir uns ansehen. Und erstmal, was passiert dort draußen? Inflation springt jetzt wieder an. Wir weisen auch schon seit letztem Jahr konsequent darauf hin. Das heißt, erstmal deflationärer Schock und dann wird das Ganze überschwenken Richtung Inflation, Angebot und Nachfrage. Und schauen wir uns erstmal an, wie sich das Ganze äußert. Wir sehen hier die Inflation in Deutschland, die schon angesprungen ist, die jetzt einen ganz klaren Trend nach oben zeigt. Genauso in den USA. Dort noch deutlicher. Und das ist natürlich nicht verwunderlich. Schauen wir uns hier auch einfach mal die Geldmengen an, die dort draußen in die Geld- und Finanzmärkte hineingepumpt werden. Da sehen wir das hier von der EZB. Ja, eine sehr steile Kurve nach oben. Die US Fed ebenfalls sehr, sehr steil. Inflation funktioniert aber nicht 1:1 mit der Geldmenge, das muss man wissen. Aber sie beeinflusst diese natürlich. Und generell, Inflation, das heißt, die Preise dort draußen, also wird etwas teurer, günstiger oder bleibt gleich, bemisst sich nach Angebot und Nachfrage. Und schauen wir uns mal grundsätzlich beide Aspekte einmal an. Also Angebot beeinträchtigt zum Teil. Lieferketten sind zum Teil zusammengebrochen, weil es eben nicht mehr so einfach, das heißt, wir haben nicht mehr dieses Angebot wie vorher. Das heißt, Angebot grundsätzlich eher etwas zurückgegangen. So, wie ist es aber mit der Nachfrage? Ja, und da haben wir hier Geldvermögen, so viel Geldvermögen gehortet und wo sich auch viel mehr Menschen jetzt Gedanken machen und schauen, okay, wie beispielsweise im Handwerksbereich oder sonst wie kann ich jetzt mein Geld investieren? Und es wird mehr Geld gedruckt, das heißt, es geht nach oben. Und das heißt, das führt insgesamt zu steigenden Preisen. Und deswegen meine Prognose oder meine aktualisierte Prognose, das ist jetzt eine Tendenz, die wir jetzt sehen und die wird weiter zunehmen. Und das wird sich dann möglicherweise mehr und mehr verselbstständigen. Wir werden sehen, ob es dann so laufen wird wie beispielsweise in den 70er Jahren, weil die Inflation sehr stark nach oben geht. Damals haben die Notenbanken die Zinsen nach oben angehoben. Ich glaube nicht, dass wir es diesmal sehen werden, weil die Notenbanken nicht mehr in der Lage dazu sind, beziehungsweise weil sie wissen, dass die Märkte möglicherweise dadurch kollabieren, weil einfach Staaten und viele Unternehmen einfach am Limit sind. Die können vielfach schon nicht mehr. Das heißt, wir werden jetzt schon mehr und mehr Pleiten da draußen sehen. Und deswegen glaube ich kaum, dass die Notenbanken wirklich die Zinsen anheben werden. Weil wir dann möglicherweise eine Teufelsspirale nach unten sehen werden, der sich gewaschen hat und der nicht vergleichbar ist, ansatzweise auch mit dem, was wir die letzten Jahrzehnte gesehen haben, sondern eher mit dem, was wir während der großen Depression gesehen haben. Also das wird spannend bleiben. Hier vielleicht auch mal kurz, wie hat sich die Inflation eigentlich zusammengesetzt? Welche Dinge sind auch besonders angestiegen? Hier einfach mal ein paar Beispiele. Bauholz ist massiv nach oben gegangen im letzten Jahr. Kupferpreis mit neuem Allzeithoch. Energiepreise plus 7,9% im April zum Vorjahresmonat. 45% der deutschen Industriebetriebe fehlt es an Teilen oder Materialien, wie das IFO-Institut herausgefunden hat. Ja, so eine Nachfrage mit so geringem Angebot lässt die Preise steigen. Wenn man sich die Preisentwicklung auf den Rohstoffbörsen anschaut, gab es fast jede Woche ein neues Allzeithoch. Also, das wird interessant sein. So, wichtig, jetzt du mit deinem Geld, mit deinem Ersparten, du hast es dir über Jahre oder Jahrzehnte vielleicht hart erarbeitet. Das heißt, was kannst du tun? Ich möchte dir 10 grundsätzliche Möglichkeiten an die Hand geben, wie du inflationsgeschützt Geld investieren kannst. Und generell vorweg, meide Bankguthaben, Lebensversicherung, Bausparung. Es ist ein Papierwert und das wird mehr und mehr entwertet. Wir werden eine Vermögenspreisinflation sehen. Das heißt, auch wenn die vermeintlich noch im Plus liegen und da ist noch ein bisschen Restbrocken an Zinsen gibt, das ist wie so ein Hund, dem man noch so einen fast abgenagten Knochen dann hinwirft, das ist genau dieses Prinzip. Da wirst du nicht satt werden, beziehungsweise du wirst in Relation verlieren. Das ist das, was wir zukünftig sehen werden. Ja, und schauen wir uns hier einmal Möglichkeiten an. Also Gold und Silber haben wir viele Videos auf unseren Tippvideos, die wöchentlich rauskommen. Deswegen auch übrigens Tipp, unbedingt unseren YouTube-Kanal abonnieren. Vergiss das Glockenzeichen nicht. Auch wenn du bereits abonniert hast, schau, dass du das Glockenzeichen hast, damit du immer eine Benachrichtigung erhältst und das neue Tippvideo auch immer mitbekommst. Okay, ganz wichtiger Tipp. So, haben auch einiges zu Edelmetallen, möchte ich ansonsten jetzt gar nicht zu viel sagen, damit wir nicht Inhalte wiederholen, aber beschäftige ich da einfach gerne auf unseren YouTube-Kanal, haben übrigens schon viele gemacht, die haben einfach mal 1-2 Stunden unseren YouTube-Kanal durchgeschaut und viele sagen immer, das sind ja so viele Informationen, Tipps und Tricks drauf, die können die auch eigentlich verkaufen. Da sage ich, ja, das ist richtig, wir könnten das verkaufen, aber wir machen es nicht, weil wir möglichst viele Menschen erreichen wollen und wenn du es gut findest, dann teile übrigens auch gerne unsere Inhalte. So, dann, also machen wir weiter. Nächster Punkt, Kryptowährungen. Bitcoin und Ethereum.
spannendes Thema. Also da hast du keinen 1:1 Inflationsausgleich. Aber insgesamt, nehmen wir mal als Beispiel Bitcoin. Das heißt, die Menge an Bitcoin bleibt stabil. Es werden noch einige neue geschürft. Aber jeden Tag werden gleichzeitig sogar Bitcoin übrigens verloren, weil viele Menschen nicht so ganz achtsam sind mit ihren Private Keys etc. und dann eben auch diese zum Teil verloren gehen. Ja, das heißt also da als Währung gesehen jetzt mal, und Stanley Druckenmiller hat auch gesagt, er sieht Bitcoin durchaus zukünftig als Konkurrenz zum US-Dollar, und also Stanley Druckenmiller als Milliardär, Multimilliardär und Investorenlegende, ja, vielleicht nicht so ganz ohne. Das heißt, da ein bisschen was mit hineinzugeben, warum nicht grundsätzlich? Ne? Wir haben ja natürlich Schwankungen, machen wir uns nichts vor, aber ja, das muss man immer selber entscheiden. Ne? Also wer die Hitze in der Küche nicht aushält, der sollte halt dort nicht sein und nicht kochen. Ganz einfach. Und ja, generell als Währung, Bitcoin nimmt eben nicht zu, und wir haben gesehen, wie sich das Ganze bei der EZB und bei der US Fed, also US-Dollar und Euro-Raum, wie sich das Ganze dort verhält, und es geht einfach massiv nach oben. Ganz einfach, das ist der Unterschied. Dann, was haben wir hier als nächstes in unserer 10-teiligen Wunderkiste? Holz. Also, man kann wirklich auch in Holz investieren. Ne? Schauen wir uns sogar hier in Paraguay unsere Investorenreisen an. Dann Whisky. Damit natürlich nicht Supermarkt etc. und dort Whiskyflaschen tanken, sondern wirklich auch in Fässern bei professionellen Anbietern beispielsweise, wo das dann gelagert wird und wo man eine sehr, sehr stabile Rendite auch erfahrungsgemäß hat. Dann Uhren. Hat man auch ein Interview vor kurzem, wie zum Beispiel auch mit der Rolex, was die wenigsten wissen, mit der Rolex wirklich als sehr, sehr wertstabilen Investment grundsätzlich, und man kann sie natürlich auch tragen, ist ja auch noch ein schöner Nebeneffekt, hier wirklich sein Geld aufbewahren kann. Also ebenfalls sehr, sehr spannend. Dann Aktien natürlich. Kommt natürlich darauf an, muss sich ein bisschen mit beschäftigen, weil es macht einen riesen Unterschied, ob man zum Beispiel in Lufthansa oder TUI investiert hat oder beispielsweise in einen Stromversorger wie E.ON. Also unabhängig davon ist jetzt keine Aktienempfehlungen, sondern einfach nur als Beispiel, es macht natürlich einen riesen Unterschied, gerade wenn man Inflationsausgleich betreiben möchte. Aber Aktien von jeher eine interessante Möglichkeit, wenn viel Geld gedruckt wird, dann geht es eben auch in die Aktienmärkte, das haben wir immer wieder gesehen. Ich sage einfach nur C-Krise. Dann das Thema Kunst. Auch hier kann man investieren. In Bildern, wenn man sich hier ein bisschen mit beschäftigt, haben wir auch Fallstudien dazu in unserem internen Bereich oder wie auch beispielsweise mit Diamanten. Dann Landgrundstücke, eine der sichersten, konservativsten Anlagen überhaupt, dass man einfach nur in Land investiert. Kann man sich auch anschauen, was es hier jeweils auf dem Markt gibt. Da sind die Preise auch schon gestiegen. Ja, einfach Vermögenspreisinflation. Wir sprechen ja aktuell darüber und es wird auch zukünftig so sein. Auch grundsätzlich bei Immobilien. Da möchte ich nur darauf hinweisen, ich persönlich sehe gerade Immobilien im deutschsprachigen Raum, generell in der EU, skeptisch, denn ich denke, es wird wieder Begehrlichkeiten geben, denn irgendjemand, was von dieser ganzen Krise, das müssen natürlich die Reichen bezahlen, und das wird dann letztendlich der Mittelstand sein, und da werden dieses Mal wieder geschröpft, und das war in der Historie schon immer so und wird wohl auch wieder in der Zukunft so sein, und gerade dann, das war wirklich so Schreckensszenario, Rot-Rot-Grün, Mann oh Mann, dann wird es ja richtig spannend werden, wenn diese Konstellation in Deutschland an die Macht kommen würde. Und bei den Grünen, tja, an dem führt wohl kein Weg vorbei. Also das wird interessant sein. Also sie bekommen ja auch jegliche Unterstützung von den Medien, also von dem her, darauf wird es hinauslaufen, dass wir auf jeden Fall eine grüne Beteiligung sehen werden. Und das ist nicht gut für diejenigen, die etwas besitzen im deutschsprachigen Raum. Deswegen wichtiger denn je, sich aktuell damit zu beschäftigen. Und der Reinhard, der hat mit unseren Tipps wirklich, im letzten Jahr hat er eine E-Mail geschickt, ganz aktuell, hat über 60% Rendite erzielt. Und wenn dich unsere aktuellen Empfehlungen interessieren, dann schau dir unser Geldtraining an, findest den Link unterhalb von dem Video, da stelle ich dir mehrere Anbieter, nämlich auch im Detail vor. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Sehr, sehr empfehlenswert, wir bekommen immer Wahnsinns-Feedbacks, und ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du es teilen, liken, kommentieren möchtest, dann sehr, sehr gerne. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Tippvideo, findest auch den Link unterhalb von dem Video, damit du dich dort eintragen kannst. Ne? Also, bis dahin, herzlichst dein Thorsten Wittmer.